Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines kleinen Programms Wie sag ich's richtig? Heute befassen wir uns mit dem dritten und letzten Umlaut in der deutschen Sprache, und zwar mit dem Ü. Wie spricht man das Ü richtig aus? Das ist die Frage, die uns heute beschäftigen soll. Ihr erinnert euch sicherlich an Folge 1 an das Ö. Das Ü ist ein ähnlicher Umlaut, ist auch ähnlich schwer und tritt auch in ähnlichen Situationen auf, was wir gleich in den Beispielen sehen werden. Ich möchte euch wie immer bitten, dass ihr euch zuerst anseht, wie man den Laut bildet. Erinnert euch bitte, wie wir das Ö gebildet haben. Wir haben einen Kussmund gemacht. Auch hier müssen wir wieder einen Kussmund machen. Seht es euch bitte kurz an. Ich bilde euch das Ü. Ü, Ü. Also, wir machen einen Kussmund in etwa so. Hier eine Kreisform. Und der Ton geht wie folgt raus. Dieser Ton ist sehr melodisch und hoch. Seht es euch bitte an. Er geht, jetzt sieht man es nicht. Der Ton geht so raus. Der Ton ist schon hoch und tritt noch höher aus dem Mund aus. Also er ist hoch und wird noch höher. Noch einmal. Kuss übertriebener Kussmund, Kreisform und der Ton ist hoch, geht noch höher und wir haben so einen melodischen Bogen. Versucht es bitte nachzumachen. Am Anfang übertreiben wir wie in jeder Folge, das kennt ihr bereits. Sehen wir es uns ein letztes Mal an, bevor wir zu den Beispielen kommen. So viel dazu. Ach, das wollte ich noch dazu sagen. Oft wird auch erzählt, dass das Ü eine Mischung zwischen U und E ist. Auch hier, wie bei jedem Umlaut, ist es nicht wirklich eine Mischung, es liegt irgendwo dazwischen. Umlaute sind keine Mischungen, sondern selbstständige, individuell ausgesprochene Laute. Deshalb versucht bitte diesen übertriebenen Kussmund zu machen und den Ton melodisch, einen melodisch hohen Ton noch höher in einem melodischen Bogen auszustoßen. Sehen wir uns jetzt die Beispiele an. So viel zur Theorie. Jetzt wird es wieder praktisch. Das ist, glaube ich, das, was uns alle interessiert. Und zwar habe ich wieder Beispiele für euch. Ich habe auch hier wieder versucht, die Reihenfolge so einzuhalten, die Struktur, dass es für euch übersichtlich ist. Und zwar bitte ich euch auch wieder heute auch wieder, dass ihr die Untertitel einschaltet und in eurer Sprache diesen Film verfolgt und die Wörter so in der Übersetzung sehen könnt. Aber ihr könnt natürlich auch im Wörterbuch suchen. Solltet ihr Fragen oder Probleme haben, könnt ihr euch auch gern melden. Nutzt dafür bitte die Kommentare und schreibt einfach in die Kommentare, wenn ihr ein Wort nicht versteht. Ich versuche euch dann dieses Wort schriftlich zu erklären und dort zu helfen und auch vielleicht ein gutes Wörterbuch zu empfehlen. Fangen wir an, lange Rede, kurzer Sinn. Das Überbleibsel, Achtung, am Anfang übertreibe ich wieder, nochmal, das Überbleibsel, die Gründung, die Gründe, die Füße, das Stübchen, die Mücke, übertreiben, früher, grün, die Düfte, der Reiseführer, die Würde. Auch hier habe ich wieder teilweise übertrieben. Achtet bitte auch darauf, wir haben auch das Wort übertreiben übrigens hier, achtet bitte darauf, dass das Ü am Anfang übertreiben, Überbleibsel ausgesprochen wird. CK verkürzt uns wieder das Ü. Wir sprechen praktisch nur Ö. Ja? Mücke. Ö. Achtung,
ein H verlängert uns das Ü in diesem Fall, zum Beispiel der Reiseführer. Das ist wieder ein zusammengesetztes Wort. Auch hier lassen wir den ersten Teil, also die Reise, weg und benutzen nur den Führer. Ein negativ belastetes Wort, aber es geht uns hier um den Reiseführer. Deshalb habe ich dieses Wort gewählt und möchte das auch nochmal begründen, dass es hier um den Reiseführer geht. Deshalb, aber wir betrachten trotzdem kurz nur das Wort Führer. Und wie ihr hier auch seht, ist das Ü immer am Anfang des Wortes, nie am Ende, beziehungsweise mir sind bei meiner Vorbereitung keine Beispiele untergekommen, wo es wirklich am Ende steht. Normalerweise ist es ganz am Anfang oder im ersten Teil. Jetzt dürft ihr euch wieder die Frage stellen, na, aber sag doch mal, hier ist es doch in der Mitte oder im zweiten Teil. Ja, das ist ein zusammengesetztes Wort, wie ich bereits sagte, und Reise und Führer werden zusammengesetzt zum Reiseführer. Und wir befassen uns jetzt nur mit dem Führer. Und hier ist es an zweiter Stelle, also der zweite Buchstabe in diesem Wort. Und das Ü wird verlängert, Ü, Führer, durch dieses H. Würde, Füße. Füße verlängert uns, wird auch etwas länger ausgesprochen. Die Füße, die Würde sprechen wir normal, die Gründung normal, die Gründe, das Stübchen. Die Mücke sprechen wir kurz. Grün als Farbe spreche ich auch normal aus. Die Düfte auch. Die Düfte vielleicht noch etwas kürzer. Also die Mücke definitiv kurz. Der Reiseführer lang. Früher, hier haben wir haben wir zwei Silben, also Silbenende ist das Ü und Silbenanfang das H. Deshalb wird es etwas anderes betont, also früh, ja. Und wenn das H halt am Anfang ist, dann müssen wir das H etwas anders aussprechen, als wenn es zum Beispiel hier wie beim Reiseführer in dieser Position steht. Mhm. Okay, gut. Wollte ich noch etwas dazu sagen? Ja, eigentlich nicht. Also ich spreche es vielleicht einfach nochmal normal, ohne Übertreibung aus. Das Überbleibsel, die Gründung, die Gründe, die Füße, das Stübchen, die Mücke, übertreiben, früher, grün, die Düfte, der Reiseführer, die Würde. Okay, das war es eigentlich auch schon wieder. Auch hier möchte ich euch wieder bitten, euch diese Wörter aufzuschreiben oder zu merken und euch vor den Spiegel zu stellen und diese Wörter auszusprechen. Noch einmal kurz zum Abschluss. Wie bilden wir das Ü? Die Antwort heißt übertriebener Kussmund, hier eine Kreisform. Und dann stoßen wir einen hohen Laut aus, der noch höher wird und in einem melodischen Bogen nach oben geht. Wieder nicht die Seite. Ü, Kussmund und nach oben. Ü. In diesem Sinne bedanke ich mich, wünsche alles Gute, vielen Dank fürs Zuschauen, kommentiert bitte, stellt bitte Fragen und viel Erfolg beim Lernen. Alles Gute, vor allem Gesundheit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Danke. Tschüss.